willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf meinem Kanal Katis Diamond Story. Hi, mein Name ist Kathi und es ist Samstag. Ich wollte euch meine Häkelprojekte zeigen. Ihr wisst ja, samstags kommen immer meine Häkelprojekte und dienstags immer ein Video zum Diamond Painting. Für alle, die neu auf dem Kanal sind. Nur als kleine Info. Ja, ich habe nur an 2 Sachen gearbeitet, wie letzte Woche auch. Es ist alles ein wenig gewachsen, hätte meines Erachtens gerne mehr sein können, aber manchmal kommt man halt nicht dazu. Ich weiß nicht, war halt so. Fertig. Ja, ihr seht es, ich habe hier schon den Seelenwärmer liegen oder das Quadrat, das zum Seelenwärmer werden soll. Hier oben mit dem Muster. Dieses Muster ist auf jeder Seite, also den haben wir sozusagen 4-mal. Durch die Reliefstäbchen hier in der Mitte zieht sich das Ganze immer so ein bisschen zusammen. Hier oben seht ihr es zum Beispiel, hier, da geht so eine Kante, aber das ist halt so bei den Reliefstäbchen. Ja, ich finde so das Muster ganz hübsch. Ich habe das hier mit einem ganz normalen Quadrat gestartet, dann eine Reihe Stäbchen drumherum, dann einmal die Reliefstäbchen, dann nochmal Stäbchen drumherum und dann mit dem Muster hier in der Mitte gestartet. Davon 3 Reihen dann gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht. Und dann gewechselt sozusagen. Und dann wieder gewechselt. Und dann hier in der Mitte sozusagen dieses kleine Zellenmuster für die beiden Herzchen rein gehäkelt. Und diese Reliefstäbchen hier in der Mitte sind die ja, und hier einmal eine Umrandung in der Mitte, habe ich auch hier an der Seite hoch gemacht. Also hier ist auch immer so zu sagen, die letzten beiden Stäbchen an der Ecke werden umhäkelt oder werden als Reliefstäbchen gehäkelt. Ihr seht es, es ist, wenn man es etwas zieht, ein bisschen löchrig, aber ihr seht es im Liegen, das Garn ist wirklich sehr, sehr dick und macht das alles zu. Ich bin jetzt bei meinem letzten Knäuel, das 5. Knäuel sozusagen von meinem blauen Garn. Und ja, ich bin mal gespannt, wie weit das noch reicht. Hier sind mal noch die anderen Banderolen, dass ihr das seht auch. 3, 4 und der 5. Und dann wollte ich einfach mal schauen mit einem T-Shirt, wie ich das hier am besten schließen kann. Also ich will die dann so in die Mitte machen, sozusagen, dass da dann die Arme durchkommen. Aber das kann dann noch ein Stückchen, glaube ich, wachsen, weil ich würde gerne einen Pulli und alles drunter ziehen können. Und dann mag ich das an den Armen ein bisschen weiter, als wenn das so eng ist. Würde man das jetzt nur mit einem T-Shirt anziehen oder sowas, dann wäre das natürlich top so. Also das wäre gar kein Problem. Ich meine, so wäre es jetzt auch schon groß genug, aber das würde halt nicht so stark über den Rücken fallen. Und ich möchte schon so ein bisschen, dass das halt über den Rücken geht. Das Ganze hier häkle ich mit einer 5,5er Nadel. Das Garn an sich selbst ist ja eigentlich für Stricknadeln empfohlen und für eine 3er oder 3,5er Nadel. Es ist sehr dick. Ich finde, mit der 5,5er Nadel ist das ganz gut. Ich hätte auch noch eine Nummer höher gehen können, aber mir hat es so am besten gefallen.
das wird sozusagen unser oder mein Seelenwärmer. Das hier ist sozusagen die Vorderseite, das, was man anschaut, und so sieht er von hinten aus. Ja. Zwar genau dasselbe, nur hier in der Mitte, das fehlt halt. Ja, ja, und ihr seht es hier. Muss ich mal gerade drehen. Hier waren wir das letzte Mal und das Stückchen ist sozusagen dazugekommen. Es wird jetzt auch noch das eine Knäuel, wie gesagt, reinwandern und dann schauen wir mal, wie weit wir damit noch kommen. Und wenn das dann noch nicht reicht, muss ich mal schauen, was ich mache. Vielleicht frage ich mal noch meine Tante, weil sie hat auch noch Wolle von meiner Oma bei sich liegen. Und dann frage ich mal nach. Vielleicht hat die das noch oder ein ähnliches. Und dann wandert das vielleicht auch noch mit rein. Wobei, wenn man den jetzt so sieht, also der hat schon eine gewisse Länge. Vielleicht messen wir ihn gerade mal aus. Vielleicht interessiert das ein oder zwei Leute. So, ich ziehe den jetzt auch so ein Stückchen. Ja, doch, 60 hat er schon. Moment. Ja, na, nicht ganz. Also 59 hat er. Hier an den Stellen. Wenn da jetzt noch eine Reihe jeweils drüber kommt, ist er bei 60. Ja doch, also ein Stückchen kann er noch wachsen. Und dann wird er sozusagen zusammengestellt, fertig, zusammengehäkelt an den Seiten. Genau. Ich denke mal, dass der dann nächste Woche sehr wahrscheinlich fertig ist. Und wie gesagt, ich starte mit einem Quadrat und häkelt dann einfach nach oben. Ja. So lässt sich die Wolle sehr gut verarbeiten. Es ist eine schöne Sache, mit der zu arbeiten. Es ist zwar Wolle sozusagen, Moment, ich zeige es euch noch mal, und ein bisschen kratzig, aber Wolle und Acryl ist es. Aber es ist schön, ist angenehm anzufassen. Ja, kommt zurück in unser Beutelchen. Genau, da ist er drin. Passt auch wunderbar rein. Mit dem Knäuel, die Häkelnadel auch. Perfekt. Ja, und dann haben wir noch unser zweites Projekt. Ihr seht es, da ist schon ordentlich was weggekommen von der Wolle. Das ist ein Garn von der Miss Pipinella, dem Etsy Shop hier. Das ist die Black Rose, sie ist dreifädig, hat ca. 1000 Meter, für eine Dreiernadel empfohlen und 50 Baumwolle und 50 Polyacryl. Ihr seht es, es ist von Rot ins Grau ins Schwarz mit einem roten Glitzerfaden, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. So, ich muss gerade mal kurz hier gucken. So. Das hier ist angefangen so wie ein Raglan von oben. Der wird nur vorne offen gelassen. Ich habe hier direkt sozusagen in die letzten Maschen, also ihr macht eine Luftmaschenkette und über diese Luftmaschenkette bin ich nochmal drüber gegangen mit festen Maschen
Und dann von den festen Maschen bin ich in die Stäbchen übergegangen. Ich gehe mit 3 Luftmaschen hoch für das erste Stäbchen. Hier in die erste Luftmasche habe ich 4 Stäbchen reingemacht, damit das hier diese Schräge bekommt. Und eine freigelassen und dann in die nächste Masche hier schon mit meiner Ecke gestartet sozusagen. Ja. Also hier, ich drehe es mal so. So müsstet ihr das ganz gut sehen. Also hier sind direkt, also hier waren die 4 Stäbchen, also 3. Also einmal 3 Luftmaschen für das erste Stäbchen und dann noch 3 Luftmaschen in die erste Masche hier rein. Dann eine frei und dann hier dieser V-Stich sozusagen. Das heißt, in eine Luftmasche oder in eine Masche 2 Stäbchen, also Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Oh je, das war jetzt kompliziert. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Also hier vorne waren es 4, eine frei, in die nächste Masche, Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Und ihr seht es dann immer sozusagen einmal weiter. Also genau dasselbe Muster wie bei meinem Pulli, den ich gemacht habe. Nur wie gesagt, jetzt einmal, das kriege ich gar nicht ganz drauf, so mit diesem V vorne. Und wenn das dann hier an den Schultern unter den Armen zusammengeht, da fehlen mir jetzt noch, ich glaube 2 Reihen habe ich geschaut, 2 Reihen fehlen mir da jetzt noch, die noch hier drauf müssen. Und dann kann ich es unter den Armen zusammennehmen und dann wird das nachher nur noch einfach gerade runter gehäkelt. Ja. Genau. So, hier ist ja schon die eine Reihe drüber, das heißt, es ist ungefähr so jetzt. So, da fehlt ja jetzt diese Reihe, weil die bin ich ja gerade am Häkeln. Und dann kann man unter den Arm zusammennehmen und weiter in den Reihen einfach nach unten arbeiten, dass das halt eine längere Jacke einfach wird. Hier an den Außenrand mache ich mir noch eine Art Bündchen, aber das muss ich noch schauen, wie ich das im Genauen mache, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das nicht extra häkel und dann anhäkel oder ob ich es gleich dran häkel, also mit dann Reliefstäbchen drumherum. Da bin ich mir noch nicht sicher, muss ich mal schauen. Aber ich glaube eher, dass ich es extra häkel und dann dran häkel sozusagen, also ein langes Band mir anfange zu häkeln mit diesem Bündchenmuster und das dann hier festmachen werde. Ja, so finde ich das sehr schön, auch von dem Verlauf her, von dem kräftigen Rot oder dem Kaminrot mit dem Grau jetzt dabei und dem Glitzer. Ich finde, das sieht sehr hübsch aus, also mir gefällt das wirklich sehr gut. Und da bin ich mal auf den Rest gespannt, der da noch kommt. Ja, ich habe jetzt für mein Garn hier, wie es empfohlen wurde, eine Dreiernadel genommen. Lässt sich auch sehr gut damit verarbeiten, mit dieser Nadel. Auch mit dem Glitzerfaden. Ich dachte ja, wegen der Spannung der einzelnen Fäden wäre das schwieriger, weil ich hatte auch schon Glitzerfäden mit dabei bei einem Bobbel, wo das hat gar nicht funktioniert. Also das war, da dachte ich, oje, oje. Weil dieser Glitzerfaden war dann mal stärker und mal weniger stark und hat dann auch so Kringelchen geworfen.
Dann war er mir in Mitte von dem Knäuel gerissen, aber das hat man wahrscheinlich nicht gemerkt. Das war industriell, aber gefertigt, ein Bobbel. Das war keiner aus so einem Etsy-Shop oder sowas, also das war ein anderes Garn. Aber ich muss sagen, das hier ist wirklich top. Lässt sich schön verarbeiten, wie gesagt. So, unser Maschenmarkierer war hier. Und das Stückchen hier kam jetzt dazu. Dann würde ich sagen, versetzen wir den guten mal. Jetzt muss ich gerade gucken. Ups. Ich das eben nicht, dass ich das letzte Mal nicht richtig drauf gemacht habe. Aber gut, das ist ja nicht schlimm. Da passiert ja nichts. Und jetzt sind wir hier. So. Das hier ist auch ganz angenehm. Das geht immer in Hin- und Rückrunden, anstatt in den Spiralrunden. Und wie gesagt, mit diesem V-Ausschnitt, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Und ich finde bis jetzt, ich drehe es euch gerade mal so, bis jetzt finde ich, ist das ganz gut. Das sieht ganz gut aus. Der darf auch jetzt gerne so, man sieht ja jetzt schon, dass sich das so ein bisschen überschneidet. Und ich denke mal, wenn ich unter den Armen zusammengenommen habe, dass ich hier vorne aufhören werde mit der Zunahme und dann einfach gerade runter häkel. Ja, denn sonst habt ihr diese, obwohl sieht vielleicht auch ganz gut aus, wenn ihr diese langen Ecken habt. Ja, aber ich denke, ich werde das dann einstellen und dann einfach gerade runter häkeln. Ja, das wird bei mir so sein. Genau. Ja, das waren sozusagen die beiden kleinen Projekte. Ich bin momentan ganz froh, dass ich nicht zu viel am Start habe, denn hier dran zu arbeiten, das genieße ich momentan sehr. Ich finde das sehr entspannend, sehr schön. Das eine habe ich halt immer morgens in den Händen, bevor ich zur Arbeit fahre, also nach dem Spazierengehen mit dem Hund. Und da bin ich dann immer so, ja, hiermit beschäftigt. Und abends habe ich ihn hier meistens am Wickel. Dann ist das schön, sozusagen schwer, liegt das dann so auf den Beinen und hält auch schön warm. Ja, das ist immer ganz angenehm. Habt ihr bestimmte Zeiten, an denen ihr immer handarbeitet oder macht ihr das immer nach Lust und Laune? Also ich finde es immer ganz schön, dass man sich da ein bisschen abwechseln kann. Und ja, die Projekte kommen dann immer nach Lust und Laune eigentlich dran. Ein Teil morgens und ein Teil immer abends. Genau. Ja, in diesem Sinne, handarbeitet schön, habt viel Spaß dabei, entspannt euch dabei schön, bleibt gesund. Wenn ihr mögt, lasst gerne ein Däumchen da und einen Kommentar, wenn ihr mögt. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.